So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Plattformer Game, und in diesem Abschnitt werden wir uns mal um die Blueprints kümmern, die uns in die jeweilige Dimension versetzen können. Und dazu bauen wir uns einfach mal unsere Geschichte ein bisschen um. Wir haben ja hier schon mal so eine Art Plattform mit drin, das heißt, die schiebe ich mir jetzt mal ein bisschen raus, so viel Zeit müssen wir uns nehmen, und dann dementsprechend würde ich gern so einen Übergang mit reinbauen, dass ich sage, ich hole mir jetzt einfach nochmal vom Supergrid sozusagen so eine Box raus, und zwar aus dem Starter Pack und dann aus der Source und aus New, und dann einfach mal wieder die Supergrid Box centered, und die lege ich dann mal hier hin. Wir sind ja hier defaultmäßig nach wie vor auf 500, aber das macht mir jetzt nichts aus. Ich bin hier beim Snapping auf 5, das heißt, ich werde die einfach mal versuchen hier unten irgendwie sauber zu verankern, dass das Ganze dann auch richtig schön abschließt, und dann dementsprechend richte ich mich nach dem Supergrid. Das bedeutet, ich versuche das natürlich dann sauber hinzurutschen. So, jetzt bin ich da noch ein Stück drüber. Ich sollte vielleicht mal wieder umschalten auf meine 10. Das war ja noch vorher mal ein bisschen komisch. Kann sein, dass es jetzt natürlich immer noch komisch ist. Und dementsprechend werde ich das Ganze aber auch ein bisschen breiter ziehen. Das heißt, ich mache hier einfach mal so eine Geschichte draus, dass das Ganze 2 Meter breit ist. So, dann habe ich das, und dann kann ich natürlich diese Geschichte hier andocken, hoffe ich natürlich. Habe ich da mit meinen 5ern, ja, das läuft immer noch auf meinen 5er Schritten. Da muss ich leider wieder umschalten, weil das habe ich im letzten Abschnitt so entschieden, dass ich das so mache. Es sollte nur so eine bisschen breitere Fläche sein, und dann dementsprechend kann man das Ganze auch wieder sauber so positionieren, dass das ganze Supergrid sozusagen optisch auch passend da ist, damit man auch diese Proportionen auch besser erkennt. Gut, dann haben wir das schon mal da an dieser Stelle, und dann möchte ich natürlich noch was anderes aufbauen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal diese Geschichte, ich selektiere sie und dann drücke ich die Alt-Taste, und dann kann ich das Ganze mir mal durchkopieren, und dann schiebe ich das Ganze einfach mal hier oben irgendwo hin. Jetzt suche ich mir mal die Stelle aus. Die steht jetzt hier bei 1100, hier unten im Detail unter Transform Location steht bei Y 1100, finde ich eigentlich ganz passend, und dann schiebe ich das mal hier ganz genau ran. So, das ist natürlich egal, weil wir sind gesentert, das bedeutet, ich muss sowieso nochmal rutschen, da komme ich gar nicht drum rum, aber im Endeffekt wird das wieder mal auf die 0,5 nicht hinauslaufen, das heißt, einmal muss ich noch rüber. So, dann bin ich jetzt hier bei dieser Plattformgeschichte hier im Y-Bereich bei 1100 und bei meinem Standard hier drüben auf 500, wie du hier unten siehst. So, dann haben wir das Ganze hier schon mal so vorbereitet, und jetzt wollen wir uns einfach mal ein paar Schalter bauen, dass wir sozusagen von der 2D-Ebene in die 3D-Ebene und dann wieder zurück in die 2D-Ebene uns bewegen können. So, und wie heißt es so schön, alle guten Dinge beginnen mit einem Blueprint-Interface. Das werden wir uns jetzt gleich mal anlegen, weil damit können wir uns viele Sachen vereinfachen und eben auch eine sehr umfangreiche Programmierung ersparen. Gut, und dazu gehen wir auf Content, wir gehen auf Blueprints, hier kommen dann auch unsere sogenannten Switch 2D und Switch 3D Geschichten mit rein. Ich lege sie einfach mal hier einfach in die Blueprint Root, und dann machen wir die rechte Maustaste, wir gehen auf Blueprint und dann auf Blueprint Interface. So, und das nennen wir jetzt einfach mal BPI, und zwar underscore Dimensions. So, das wird unser BPI Dimensions, und per Doppelklick können wir das auch gleich öffnen. So, dann benötigen wir hier 2 Funktionen. Die erste heißt einfach mal 2D, ganz salopp, und dann legen wir uns gleich eine zweite an, und zwar eine Funktion, und die nennen wir einfach mal 3D. So, das wird meine 3D-Geschichte noch, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir da brauchen. Und zwar geht es darum, wenn wir uns jetzt in eine sogenannte 3D-Welt begeben wollen, dann soll der Player natürlich auch in diese Richtung schauen. Das heißt praktisch, unser Use Pan Controlled Rotation wird ja die Kamera direkt in den Rücken des Players platzieren, und beim Eintritt wieder in die 2D-Geschichte, dann soll der Player natürlich auch in die Laufrichtung so schauen, dass er dann auch optimal im Übergang wieder sich weiter bewegen kann. Gut, und dazu führe ich jetzt einfach mal 2 Variablen ein, und zwar in der 2D-Geschichte, und die werden wir dann in den Blueprints auch benutzen, und es geht darum, dass wir da sozusagen Arrows einführen, die
die Laufrichtung signalisieren, also die Drehrichtung vom Player, in welche Richtung, dass er praktisch entweder eintritt oder austritt aus den unterschiedlichen Dimensionen. Und dazu geben wir hier bei Inputs auf Plus und da geben wir einfach mal einen neuen Parameter, der nennt sich jetzt einfach mal Arrow und zwar Rotation. So, das wäre unsere Pfeilrichtung und wie der Name das schon sagt, Arrow, Moment, einen kleinen Schreibfehler drin, das O, die Zeit nehme ich mir noch, der wird sein vom Typ Rotator. So, dann haben wir hier schon mal einen Arrow Rotator mit der Rotation mit drin und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, zweidimensional auch den anderen Ausgang zu nehmen. Ich klinke das Ganze mal hier ein. Wir haben ja hier sozusagen wieder eine neue Schiene geschaffen, die ja bei Y1100 liegt und das müssen wir natürlich dem System noch mitteilen. Und dazu werden wir einfach eine neue Variable noch erstellen mit Plus und die nennt sich einfach mal New, nennen wir es mal New Location Y. So, das wird meine New Location Y und die wird sein vom Typ Float. So, da haben wir das schon mal soweit erledigt. Hier geht es nur um die neue Laufschiene, weil jetzt sind wir ja nicht mehr an die 500 gebunden, sondern bei meinem Beispiel jetzt an 1100. Bei dir kann es ja auch irgendeine andere Variable sein oder ein anderer Wert in dem Fall. So, und jetzt müssen wir noch bei der 3D-Geschichte, da spielt natürlich diese New Location Y überhaupt keine Rolle, da benötigen wir lediglich die Pfeilrichtung, das heißt wir gehen auf die 3D-Funktion, dann gehen wir auf Plus und dann geben wir hier einfach nochmal diese Arrow Rotation und die wird wiederum sein vom Typ Rotator. So, dann gehen wir hier oben mal auf Compile und damit haben wir jetzt unser Interface schon angelegt. Also nochmal zur Wiederholung, im 2D-Modus bei der Funktion brauchen wir einmal die Pfeilrotation als Rotator und dann eben die New Location Y, weil wir ja auch parallel verschoben sein können in unserem 2D-Modus. Und beim 3D-Modus ist uns das egal, hier geht es nur darum, in welche Richtung muss ich schauen, damit ich diese 3D-Welt betreten kann und das Ganze auch sauber und flüssig übergeht. Gut, und dann wechseln wir wieder rüber auf unseren Level und dann anschließend werden wir jetzt gleich mal das 2D-Blueprint erstellen, weil das ist wesentlich einfacher wie das 3D-Blueprint, aber wir haben ja die Möglichkeit, dann über unsere Taste M sozusagen schon mal so prophylaktisch mal in den 3D-Modus zu schalten, um den dann wiederum in den 2,5D-Modus zu verlassen. Und jetzt fügen wir unser neues BPI Dimensions mal unserem Player hinzu. Das heißt, wir gehen auf Content, wir gehen auf Third Person, Blueprints und öffnen unseren BP Third Person Character. So, hier drüben, da mache ich jetzt mal ein bisschen breiter, damit man das besser sieht. Und dann gehen wir hier oben mal wie üblich auf Class Settings. Und hier gibt es ja drüben diese Implemented Interface. Falls es bei dir zugeklappt ist, bitte aufklappen. Wir haben ja schon unser BPI Pickup und unser BPI Interaction für unsere Tube da, wo wir uns also durchfliegen können mit der Gravity. Und jetzt adden wir einfach ein neues und geben einfach ein BPI und dann wird nur noch unser Dimension angeboten, weil die anderen sind ja schon drin. Deswegen gibt es diese auch nicht in der Auswahlliste. So, dann haben wir das Ganze hier schon mal mit drin. Dann können wir auf Compile gehen. Und dementsprechend sehen wir hier drüben links unter Interfaces jetzt auch unsere 3D- und 2D-Funktionalität. So, und die werden wir jetzt beim Event Graph, wir wechseln rüber auf den Event Graph, den werden wir uns jetzt irgendwie mal zunutze machen. Ich würde sagen, wir legen das unter dem ganzen anderen an, wie wir das dann später in der Reihenfolge dann noch anordnen, das werden wir dann noch feststellen. So, dann gehe ich jetzt mal auf die 2D-Geschichte und dann einfach mal rechte Maustaste Implement Event und dann wird unser Interface-Event dementsprechend auch schon aufgeführt. So, und das gleiche machen wir jetzt gleich mal auch mit der 3D-Geschichte, rechte Maustaste Implement und den legen wir uns etwas unterhalb an. So, dann sind die schon mal drin, damit wir sie nicht vergessen und dann gehen wir mal auf Compile, wir gehen auf den Level und wir gehen auf Save All. So, an dieser Stelle geht es jetzt los. Wir werden anfangen mit unserem 2D-Switch-Blueprint, das heißt wir gehen auf Content, wir gehen auf Blueprints und dann rechte Maustaste und wir stellen uns eine Blueprint-Klasse vom Typ Actor. So, und den nenne ich jetzt einfach mal BP underscore und dann einfach mal Switch und dann 2D. So, das wird mein BP Switch 2D und per Doppelklick kann ich diesen dann auch schon öffnen.
So, der muss jetzt aus irgendwas bestehen. Wir brauchen irgendeinen Trigger drin, das heißt, wir brauchen eine Collision mit Overlap, damit das festgestellt wird, dass unser Player da durchschreitet oder das Ganze einfach berührt. Und dementsprechend führe ich an dieser Stelle immer gerne ein Icon ein, das nennt sich einfach Billboard. Dann machen wir Add Billboard, das ist das komische Symbol, das du bestimmt schon öfter mal gesehen hast. Dann weiß man, an der Stelle liegt jetzt einfach mal ein solches Blueprint von uns für die Dimension Interface Geschichte. So, das ist einfach nur ein 2D-Icon und das ist auch nicht sichtbar im Spiel. Das ist einfach nur für uns, damit wir das visuell in unserem Level besser erkennen und zuordnen können. So, dann haben wir das Billboard drin und dann brauchen wir an dieser Stelle noch diesen Pfeil, wo wir ja die Error Rotation ja schon in unserem Interface schon mal vorbereitet haben. Das heißt, wir geben hier mal ein Error und dann haben wir diesen auch schon mit dabei. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Collision Box mit Add und da gebe ich ein Box und dann haben wir hier die Box Collision und dann ist das Ganze schon mal sauber und fertig. So, warum habe ich jetzt das mit diesem Error Rotation in unserem Interface eingefügt? Man muss bedenken, wir haben hier eine Default Scene Root und die ist praktisch der Ursprung des Ganzen. Das würde jetzt bedeuten, wenn, ich zeige das einfach mal kurz nur fürs Verständnis, ich lege mal diesen BP-Switch hier rein und dann habe ich ja hier diesen schönen Error, man sieht den Pfeil und wenn ich jetzt hier drüben zum Beispiel mal den BP-Switch habe ich ja anselektiert, hier auch im Outliner, ist das gleiche wie wenn man hier klickt und dann sehe ich hier, wenn ich hier runterfahre, der Error hat die Location 0, 0, 0 und die Rotation 0, 0, 0 und das wird er immer so haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier beginnen würde, dieses Blueprint zu drehen, ich sage mal so rüber, auf 90 Grad, dann wäre praktisch dieses Blueprint hier gedreht. Man sieht es hier auf knapp 90 Grad, aber mein Error steht immer noch auf 000, weil der dreht sich ja in der Hierarchie, der ist ja unten eingeklickt als Child. An der anderen Stelle, ich gehe nochmal STRG Z zurück, dass das Ganze wieder zu seinem Ursprung zurückgeführt wird. Es ist praktisch ja eingeklinkt in dieser Default Scene Root und damit können wir die Pfeilrichtung nicht wirklich bestimmen, indem wir unser Blueprint drehen. So, und deswegen werden wir jetzt eine Variable benötigen, das ist natürlich unsere Error Rotation und da benötigen wir eigentlich nur die Z-Geschichte aus der Rotation, weil anders drehen wir uns ja nicht, das heißt praktisch wir führen eine Variable ein und die nennt sich jetzt einfach mal Error Rotation. So, das wird unsere Error Rotation und zwar eigentlich benötigen wir nur Z, aber ich schreibe jetzt kein Z dahinter und das Ganze wird sein vom Typ Float. So, und die machen wir jetzt public, dann können wir nämlich bei jedem Blueprint, was wir in unsere Szene stellen, in unserem Viewport, sozusagen diese Error Rotation selber einstellen und damit haben wir optimale Eingangs- und Ausgangspunkte definiert und geschaffen. Und um das Ganze umzusetzen, klicken wir erstmal auf Compile und das erledigen wir. Momentan ist es 0, das bleibt auch so, weil wir haben ja das defaultmäßig sowieso auf 0 hier stehen. Das haben wir uns ja vorher mal angeschaut. Das heißt, wir gehen aufs Construction Script und werden das Ganze erstmal auswerten. So, dann machen wir eine Set Relative Rotation, rechte Maustaste, Set Relative Rotation und zwar vom Error. So, da haben wir unseren Pfeil mit einer relativen Rotation und dann splitten wir das Ganze hier auf, rechte Maustaste, Split Struct Pin und da hängen wir jetzt in der Z-Geschichte unsere Error Rotation mit rein. So, dann können wir das Ganze mal kompilieren und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann haben wir hier drüben natürlich dann, wenn wir hier auf unser Blueprint gehen, aber jetzt aufgepasst, wir stehen aktuell auf Default Scene Root oder zumindest ich einmal. Ich mache das mal ein bisschen größer, wir müssen natürlich aufs Blueprint selber und nicht auf die einzelnen Komponenten. Dann haben wir hier diese Error Rotation zur Auswahl. Das heißt, ich kann jetzt machen 90 zum Beispiel und dann dreht sich diese Geschichte im Uhrzeigersinn um 90 und man sieht, dass dieser Error jetzt in diese Richtung schaut. Aber natürlich möchte ich, wenn ich aus der 3D-Welt von hier komme, dann auch in diese Richtung weiterlaufen. Das heißt, in diesem Fall muss ich an diesem Error oder an diesem Pfeil nichts mehr drehen. So, dann haben wir das Ganze schon mal so weit vorbereitet, default technisch, also wir haben ja aktuell diese Geschichte Error Rotation auf Public, sodass wir das Ganze innerhalb dieser Scene Root selbstständig drehen können und natürlich,
was wir natürlich jetzt nicht nachgeschaut haben, wenn ich jetzt hier natürlich die 90 eingebe, dann habe ich jetzt hier in der Komponentenliste, dann habe ich hier auch die 90 stehen und die können wir natürlich jetzt abfragen und nutzen, damit unser Player sich auch in die richtige Richtung ausrichtet. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall diese Geschichte wieder resetten nochmal auf 0, weil ich möchte ja in diese Richtung wieder raus. Gut, dann gehen wir auf unser BP Switch 2D und gehen mal auf den Eventgraphen. So, dann können wir uns von den ganzen Sachen hier einfach mal trennen, die benötigen wir gar nicht. Und wir haben ja hier unsere Box, die haben wir hier so verankert. Eine Box Collision hat immer die gleiche Kollision am Anfang, nämlich Overlap All Dynamic. Das soll sie auch, das finde ich ganz richtig so, da müssen wir nichts umstellen, da müssen wir uns um nichts kümmern. Gut, und dann gehen wir von unserer Box raus mit Overlap, das heißt rechte Maustaste, Add Event und dann On Component Begin Overlap oder eben auch wahlweise hier drüben im Detail ganz unten, da stehen dann auch sämtliche Sachen zur Verfügung, bis auf die eine, die wir ja jetzt schon haben. So, und ich spare mir ja gerne das Casting auf meinen Player, das ist ja auch ein bisschen CPU-sparend und deswegen gehen wir wieder raus mit dem Other Actor und zwar fragen wir wieder mal nach Actor has Tag und wie du ja weißt, unser Actor hat den Tag Player, genau mit dem großen P wie immer. Groß- und Kleinschreibung und Rechtschreibfehler werden hier nicht verziehen. Gut, dann brauchen wir hier einen Branch, da ziehen wir raus, machen einen Branch und dementsprechend haben wir das schon mal abgeriegelt. Gut, dann fragen wir noch nach dem Interface, das haben wir auch schon öfter mal gemacht, das heißt wir ziehen raus beim Other Actor und dann heißt das Ganze das Object Implement Interface. Und welches Interface meinen wir? Unser BPI und zwar unser BPI Dimensions. So, das Ganze natürlich wieder mit einer Branch verankert und dementsprechend haben wir jetzt schon mal wieder einen Cast gespart. So, und dann sind wir soweit, wenn wir das overlappen, dann callen wir jetzt einfach mal die Interface-Funktion 2D in unserem Third-Person-Player. Das hat halt den Vorteil, dass wir nicht ständig hier casten und referenzieren müssen, sondern die eigentlichen Vorgänge finden jetzt direkt da statt, wo sie stattfinden sollen, nämlich in unserem BP Third-Person-Character. Und das machen wir gehen raus bei True und dann sagen wir einfach mal 2D und dann kriegen wir auch schon BPI Dimensions und 2D Message. So, da haben wir das, dann können wir das sozusagen callen und jetzt haben wir natürlich hier drin in den Input-Variablen, die haben wir ja definiert in unserem BPI Dimensions, in der 2D-Geschichte haben wir die hier unten ja angelegt, wie du dich erinnern kannst und das müssen wir jetzt noch füttern. So, und dann geben wir uns den Error mal und sagen einfach mal get world rotation und die werden wir jetzt einfach mal hier mit übergeben und mit rüberschicken. So, dann haben wir das schon und jetzt wollen wir natürlich noch die New Location Y, weil wir haben ja jetzt, also ich zumindest, war ja jetzt mal so frech und habe hier hinten bei 1100 einen neuen 2D-Weg angelegt. Und diese Variable müssen wir natürlich jetzt auch noch implementieren. Das bedeutet, wir werden hier nochmal auf Plus gehen und die nennen wir jetzt einfach mal New, ich nenne es mal New Location, ich denke, das macht Sinn, New Location Y und die wird auch sein vom Typ Float. So, die werden wir auch Public setzen und wir kriegen eine Fehlermeldung, weil wir hier noch nichts übergeben und wir haben auch noch kein Target, das ist ganz klar. Aber die New Location Y, die ist natürlich auch Public und dementsprechend kann die dann sozusagen auch dann hier in unserem Blueprint, das aktuell momentan nicht funktioniert, das liegt natürlich an den Fehlern und wir haben hier unter Default dann die New Location und die wäre halt dann an der Stelle eben aktuell mal 500, weil wir auf der 500er Ebene laufen. Hier drüben wäre es die 1100. So, jetzt reparieren wir erstmal unsere Fehler, das ist nicht schwierig, weil unser Target ist natürlich unser Other Actor, das ist unser BP Third-Person Character, das heißt, das brauchen wir ganz dringend und damit haben wir diesen Fehler schon aus der Welt geschafft. So, und dann müssen wir diese New Location, also aufpassen, Auge auf, ne, Public, die muss natürlich mit übergeben werden und das müssen wir explizit auch immer angeben an dieser Stelle. So, weil wir sonst wissen wir nicht, an welcher Schiene oder welcher Lauflinie wir uns gerade befinden. So, also hier haben wir jetzt wieder die 500
Bei mir ist alles auf 500. Das kann man sich ja bei mir bei allen von meinen ganzen Sachen anschauen. Ich habe das ja von Anfang an auf 500 gelegt, zum Spaß. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber im Endeffekt, genau, und wenn wir da hinten laufen würden, dann wären halt die 1100 gefragt. So, jetzt haben wir diese Geschichte erledigt. Wir gehen jetzt rüber zu unserem Interface, wo wir dann sozusagen den Rest abwickeln. Dann können wir hier mal kompilieren und speichern. Also ich denke, es ist klar, ne? Wir machen einfach nur den Hashtag-Geschichte, das Implement Interface und dann holen wir uns ja praktisch hier aus den Details sozusagen ja diese Value, die Default Value New Location Y, die wir hier drüben ja im Construction Script schon vorbereiten und dann dementsprechend auch wieder unserem Interface übergeben. So, dann gehen wir auf unseren BP Third Person Character und wir gehen aufs Event 2D und natürlich kann ich nur in die 2D-Welt wechseln, wenn ich aus der 3D-Welt komme und deswegen beginnen wir an der Stelle einfach mit einem Branch. So, da haben wir einen Branch und dann kommt einfach die Frage 3D, ist 3D true or not? Und wenn 3D true ist, dann haben wir auch die Erlaubnis wieder zu wechseln, weil sonst wäre es ja unsinnig, weil wir uns ja schon in der 2D-Welt befinden. Und jetzt werden wir einfach mal unseren Charakter ausrichten, wie er dann sich in der 2D-Welt wieder optisch zu verhalten hat, also praktisch von der Blick- und Laufrichtung. Und das machen wir einfach mit einem Set Actor Rotation. So, Set Actor Rotation. Und dementsprechend, was für eine Rotation haben wir? Natürlich, wir haben uns ja ganz brav den Arrow Rotation mit rübergeholt übers Interface und auch über unser BP Switch 2D und damit haben wir die Ausrichtung. Und Target sind wir natürlich selber, das ist unser BP Third Person Character. So, dann haben wir jetzt hier schon mal die Rotation verankert. Und jetzt müssen wir lediglich noch die Location definieren. Und das machen wir einfach über Set Actor Location. Set Actor Location und dann haben wir hier ja die Geschichte mit von unserer New Location Y, weil wir haben uns ja entschieden, wir wollen verschiedene Lauflinien haben in unserem 2D-Modus. Deswegen haben wir hier auch die 500 ja unten eingetragen und jetzt müssen wir sozusagen das Ganze auch danach ausrichten. So, und wir bekommen hier an dieser Stelle ja nur einen Float für die Y-Variable praktisch übergeben und deswegen werden wir hier das Ganze einfach mal splitten. So, jetzt haben wir natürlich New Location X, Y und Z. Y ist ja aktuell klar, das können wir von vorne gleich mal verbinden. Das ziehen wir gleich direkt hier rein. Das ist unsere neue Y-Location, in dem Fall natürlich die gleiche, aber das System weiß das natürlich nicht auswendig. So, und was ist jetzt X und Z? Das holen wir uns ganz einfach über die aktuelle Get Actor Location. Und zwar von unserem Player selber und das splitten wir dann ebenfalls mal auf und dann sagen wir X bleibt X und Z bleibt Z und eben die New Location Y kommt ja praktisch dann rüber aus unserem BP Switch 2D. Gut, und wenn wir das Ganze dann ausgerichtet haben, dann werden wir wieder das 2D aktivieren mit unserer Funktion, die wir ja zuvor mal erstellt haben und das Ganze dann über Movement 2D. So, dann sind wir praktisch wieder auf 2D umgeschalten, falls wir uns zuvor im 3D-Modus befunden haben. So, nochmal zur Erklärung, wir rufen hier unser Interface Event-Geschichte 2D auf und fragen ab, bist du denn gerade 3D, weil sonst lohnt sich ja die ganze Aktion nicht, weil dann bin ich ja schon da, wo ich sein will und dann ist es hier praktisch die Austrittsrotation und natürlich auch die Position in Y, auf welcher Laufschiene oder Linie ich mich gerade befinde und dann wird von 3D auf 2D umgeschalten, was natürlich zu Beginn nicht notwendig ist, weil wir mit 2D starten. So, gut, das wäre jetzt mal diese Geschichte auf Compile und dann zurück auf den Level und dann gehen wir einfach mal auf Play und dann werden wir sehen, dass wir jetzt hier einfach mal reinlaufen und dementsprechend drücke ich mal die Taste M, damit ich in den 3D-Modus wechseln kann. Das heißt, ich kann mich hier frei bewegen und jetzt muss ich natürlich auch mein Overlap hier auch treffen. Der ist natürlich noch sehr klein und hier ist er und jetzt schaltet er mich wieder in die 2D-Ansicht um. So, noch einmal, weil mein Rechner anscheinend ein bisschen wackelt, das tut er immer noch.
Das macht er in letzter Zeit ein bisschen öfter. So, jetzt ist es flüssiger. So, dann schalte ich um auf die 3D-Geschichte und dann können wir hier, jetzt muss ich es aber wirklich auch treffen, wieder zurück in die 2D-Ebene. So, und um das Ganze ein wenig performanter zu machen, werden wir einfach mal auf unser BP Switch 2D gehen, auf den Viewport und dann einfach mal die Box ein bisschen modifizieren. Das bedeutet, wir werden einfach mal hier versuchen, an dem Scale ein wenig zu arbeiten. Das heißt, ich mache sie jetzt hier einfach mal so ein bisschen schmäler und ich mache sie auch ein bisschen höher, weil ich möchte nicht, dass man mit der Superpower-Geschichte da einfach drüber springen kann. So, und jetzt machen wir das einfach mal auch ein bisschen breiter wahrscheinlich, damit das Ganze das alles abdeckt. Wir können ja nachträglich noch justieren und dann gehen wir mal auf Compile und auf den Level und jetzt schauen wir uns die ganze Sache mal an, wie sie aussieht und dementsprechend wird es wahrscheinlich noch unten drin stecken in meinem Supergrid. Das heißt, aktuell schaue ich so aus. Ich denke, das ist wahrscheinlich immer noch zu niedrig. Das bedeutet, ich werde das Ganze noch ein wenig höher machen, weil das werden wir immer gleich lassen. Das heißt, ich ziehe es nochmal einfach hoch. Das ist ja eigentlich vollkommen egal, wie hoch wir das ziehen. Und dann dementsprechend ziehe ich es natürlich von unten raus und aufpassen, dass es natürlich unten auch drin ist. Und jetzt müssen wir uns das von der Breite anschauen und das liegt ja auch perfekt da. Ein kleines Stück breiter könnte man es sogar noch machen, aber ich denke, das ist eigentlich ausreichend bei einem kleinen Schlitz an der Seite, wir da kaum im 3D-Modus vorbeilaufen können. So, dann gehe ich einfach nochmal auf Play und dementsprechend drücke ich die Taste M, wechsle auf meinen 3D-Modus und jetzt laufe ich hier einfach durch und dann schalten wir wieder um und zwar mit der Laufrichtung, wie wir unseren Arrow eben ausgerichtet haben. So, super, dann haben wir die 2D-Geschichte schon mal abgewickelt. Aber wenn wir es schon mal begonnen haben, wollen wir es natürlich auch gleich richtig machen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal zum Test einfach mal ein Power Pickup hinlegen. Das heißt 1 und ich werde noch eins daneben legen. Ich drücke mal die Ende-Taste, dass es sich schön am Boden ausrichtet und dann lege ich mal noch eins hin und jetzt werde ich bei unserem Switch einfach mal bei der Box und zwar gebe ich bei Details ein Hidden in Game. Also ein ganz normales Hidden in Game, das steht ja standardmäßig immer auf True, das mache ich mal False, damit ich hier definitiv auch sehe unter Play, wie hoch denn eigentlich meine Box jetzt ist. So, und jetzt mache ich mal die Taste 2 für meinen Gravity Boost und oh je, oh je, oh je, ich komme schon ziemlich hoch, wenn ich ehrlich bin. Das bedeutet, ich muss definitiv diese Geschichte noch höher machen, weil dieser Gravity Boost natürlich auch im 3D-Modus funktioniert, ebenso die Speed und die anderen Geschichten. So, ich schalte mal auf den 3D-Modus, jetzt gehe ich mal auf die 2, dann habe ich hier auch meinen Gravity Boost zur Verfügung und dann könnte ich da einfach drüber springen und dann würde sich das Ganze nicht mehr in die 2D-Geschichte ändern. So, ich drücke nochmal die 2, man sieht schon, es geht sehr, sehr hoch hinaus, dann würde ich sagen, riegeln wir das gleich ab. Du kannst natürlich hier auch das Ganze so modifizieren, aber das ist nicht so schön, weil wenn ich das jetzt schlanker mache, dann würde ich den Pfeil zum Beispiel mit skalieren und so weiter. Also ich würde es bevorzugen, dass man das Ganze hier drin abwickelt. So, dann bin ich hier noch bei der Box und dann gebe ich dir einfach noch mehr dazu, damit das einfach sozusagen mal sauber abgewickelt ist. So, und dann schalten wir das wieder zurück und dann werde ich das Ganze einfach nach oben stellen, dass das sozusagen dann hier so aufliegt. So, wie groß das Ganze sein soll, das ist ja eigentlich vollkommen egal. Das ist ja nur eine Collision Box und jetzt teste ich nochmal durch. Jetzt drücke ich die Taste 2 und springe hoch und jetzt komme ich definitiv schon mal nicht mehr drüber und komme auch nicht drum rum, dass ich da dann auch das Ganze wieder in 2D aktiviere. So, super, dann stellen wir mal kurz das Hidden in Game wieder aus. Das heißt, wir wechseln auf den BP Switch 2D, dann hier wieder bei Hidden in Game machen wir wieder ein True rein. Wir wollen ja diese Geschichte nicht stehen lassen, außer du möchtest es für Debug-Zwecke noch weiterhin benutzen. Ein bisschen kleiner kann ich es noch machen und dann dementsprechend kann ich es noch ein bisschen anpassen. Das heißt praktisch, es soll unten natürlich schon auch drinstecken im Boden und so glaube ich, wäre das Ganze jetzt schon mal schön abgeriegelt. Jetzt beginnen wir mal mit unserem BP Switch 3D, das heißt wir wechseln eine Hierarchie nach oben auf Blueprints und dann dementsprechend rechte Maustaste, Blueprint-Klasse, Typ Actor und dann wie gesagt BP Underscore und Switch und dann machen wir ein 3D draus. So, dann können wir das Ganze auch wieder öffnen und dann gehen wir auf Add und dann holen wir uns wieder ein Billboard, damit wir das Ganze visuell wieder besser sichtbar machen innerhalb unseres Viewports. Und dementsprechend holen wir uns natürlich auch noch einen Pfeil rein, einen Error und
dann benötigen wir noch eine sogenannte Box Collision. So, jetzt möchte ich dir noch zeigen, wenn du einen Fehler machst, zum Beispiel wenn jetzt der Error hier selektiert wäre und du würdest auf Add gehen und machst hier einfach mal eine Call und dann nehmen wir eine Box Collision, dann wirst du sehen, dass die Box unterhalb vom Error eingereiht ist und praktisch sich alle Skalierungen vom Error und Positionierungen mit übernehmen würde, und das wollen wir natürlich nicht. Also ich mache das jetzt einfach mal vor, wie man das korrigiert. Wir schieben das in die Default Scene Root und dann auf gar keinen Fall Make New Root, das würde die Default Scene Root ersetzen. Wir gehen einfach auf Attach und dann haben wir diesen Fehler gleich wieder korrigiert. So, dann können wir mal auf Compile gehen und dementsprechend, du kannst dich ja erinnern, wir haben ja bei der BPI Dimension ebenfalls wie bei der 2D, haben wir eine Arrow Rotation Rotator eingeführt, soweit ich mich erinnern kann. Genau, hier ist sie auch und dementsprechend sollen wir auch diesen Pfeil ausrichten können. Gut, und dazu gehen wir einfach mal auf Variable und die nennen wir einfach mal Arrow Rotation. Hier geht es eigentlich ja nur um die Z, aber das lasse ich ja jedes Mal weg, habe ich bei 2D auch weggelassen, und die ist vom Typ Float und die wird wie beim 2D auch sozusagen auf Public geschalten, also Augen auf. So, dann gehen wir hier rüber auf Compile, die lassen wir aktuell auf 0, die ist ja sowieso auf dieser 0-Position, und dann wechseln wir erstmal aufs Construction Script. So, hier wollen wir mal unseren Arrow Rotation wieder setzen und das machen wir über Set Relative Rotation, rechte Maustaste Set Relative Rotation, das müssen wir auch noch mit eingeben, Relativ mit E und dann Rotation. Und zwar benötigen wir die Relative Rotation von unserem Pfeil, von unserem Error, und dementsprechend rutsche ich das ein bisschen runter und dann ziehen wir das hier rein. So, hier breche ich einfach mal auf mit Split, das ist das gleiche wie bei 2D, und hier werden wir unseren Public Float Arrow Rotation einfach mal mit der Z-Geschichte verbinden. So, dann haben wir das schon mal wieder so erledigt, dass wir unseren Pfeil im Viewport praktisch selber so drehen können, wie wir ihn gerne hätten, und wie sich dann unser Player verhält, wenn er die 3D-Ebene sozusagen erreicht oder eintritt. Gut, dann wechseln wir zurück auf unseren Event-Graph und jetzt trennen wir uns mal von den 3 vorgeschlagenen Nodes. So, einfach markieren und entfernen drücken, und jetzt benötigen wir wieder unsere Collision Box, und zwar Add Event on Component Begin Overlap. Jetzt wirst du dir denken, das ist alles sehr ähnlich, das wird aber ein bisschen komplexer. Ich fange jetzt einfach mal nur leichter an. So, wir haben den Other Actor, den ziehen wir raus mit Has-Tag, und zwar die übliche Geschichte, Actor Has-Tag, und der Tag ist natürlich, der heißt Player an unserer Stelle mit großem P, wie immer keine Schreibfehler erlaubt. Dann gehen wir hier raus, wir machen einen Branch und dementsprechend haben wir das Ganze schon mal abgeriegelt. Gut, dann geht es weiter natürlich mit diesem Object Implement Interface, und zwar das müssen wir genauso abfragen, und da werden wir dann ebenfalls wieder einen Branch abziehen. Da machen wir einen Branch auf und dementsprechend können wir die Return Value hier verknüpfen, und jetzt müssen wir natürlich noch die Klasse fürs Interface definieren, BPI, und unsere Geschichte heißt BPI Dimensions. So, das gleiche haben wir im Switch 2D gemacht, da haben wir auch diese BPI Dimension abgefragt. Das ist immer die gleiche Geschichte, weil wir ja eigentlich auf den Cast verzichten möchten. So, und wenn wir das jetzt fertig haben, dann können wir natürlich jetzt rüber auf unser sogenanntes Interface. Und das machen wir jetzt, indem wir hier natürlich mit dem 3D arbeiten. Das heißt, ich gebe hier mal 3D ein, da haben wir BPI Dimensions, dann haben wir hier die Message mit dem 3D, und dann wäre das soweit schon mal vorbereitet. Gut, dann müssen wir natürlich wieder unseren Pfeil reinholen, den holen wir uns so, den vom Komponenten einfach Drag and Drop, und dann holen wir uns einfach die World Rotation raus. So, get World Rotation an dieser Stelle, und das Ganze kommt dann dementsprechend hier rein, und unser Target ist natürlich nichts anderes wie unser Other Actor, und dann wären wir praktisch schon so weit, dass wir das Ganze übergeben an unseren BP Third Person Character. Und dazu wechseln wir auf unseren Character, und diesmal werden wir praktisch den Event 3D etwas füttern, und zwar werden wir das erstmal simpel halten, weil wie gesagt, es wird ein wenig komplexer, und ich ziehe jetzt hier einfach mal raus, dann sage ich mal Set Actor
Rotation, Set Actor Rotation, und zwar von uns selber. Target sind wir selber, wir sind der Player und wir benötigen eine neue Rotation und das wird unsere Error Rotation sein. Gut, die können wir jetzt hier mal ganz beruhigt verknüpfen und dann an dieser Stelle können wir einfach mal sagen, wie gesagt, ich fange jetzt ganz simpel an, da machen wir hier einfach ein Movement 3D, also unsere Funktion selber, Movement 3D, dass wir das Ganze sozusagen auch schon umschalten. So, dann gehen wir mal auf Compile und Save und dann werden wir wieder auf unseren Level wechseln. Und dann dementsprechend werden wir einfach mal an dieser Stelle hier sozusagen mal unseren 3D-Switch integrieren. So, der soll ein bisschen im Boden stecken, der ist sowieso auf 500, wir sehen es hier unten rechts und unser 2D-Player kommt dem Ganzen ja sowieso nicht aus. Gut, diese Geschichte, die können wir gleich mal ein wenig weiter rüber rutschen. Das bedeutet, wenn ich meinen Pfeil wirklich mal erwischen würde, das muss natürlich ein bisschen weiter hin, dass wir das so ab dem Moment dann einigermaßen wieder zurück in den 2D-Modus können. So, und jetzt müssen wir unsere Pfeilrichtung mal definieren. Das heißt, wir gehen hier drüben, also wir selektieren hier an, natürlich bei unserem 3D-Switch und dann haben wir hier unsere Error Rotation mit drin und wir gehen im Uhrzeigersinn einfach mal um 90 Grad. So, dann sollte unser Pfeil nach vorne ausgerichtet sein. Und dann werden wir jetzt einfach mal auf Play gehen und schauen, was passiert. Das heißt, wir laufen hier rein. Jetzt sind wir hier in dieser 3D-Ebenen-Geschichte, wo wir uns frei bewegen können. Und wenn wir jetzt hier wieder rüber gehen, dann wechseln wir in unseren 2D-Modus. So, was jetzt sofort auffällt, die Kamera ist nicht im Rücken unseres Players. Und das werden wir jetzt gleich mal korrigieren, indem wir hier auf unseren BP Third Person Character gehen. Wir sind bei unserem Event 3D und wir haben ja hier diese Actor Rotation schon vorgenommen und da werden wir einfach noch was hinzufügen. Wir benötigen noch eine Set Control Rotation. Wir müssen den Controller auch noch ausrichten, dass der praktisch auch auf unsere Error Rotation, unsere Pfeilrotation von unserem BP Switch 3D ausgerichtet ist. Und dazu holen wir uns einfach rechte Maustaste, Get Player Controller und dann haben wir unseren Get Player Controller schon da und dann sagen wir einfach Set Control Rotation. So, Set Control Rotation und da ist es auch schon und da können wir die beiden Geschichten einfach verknüpfen. So, und die New Rotation, das ist nichts anderes wie das gleiche, was hier rauskommt aus unserem BPI Dimensions und dementsprechend wird sie übergeben von unserem BP Switch 3D und das wäre jetzt aktuell die neue Rotation für unseren Player Controller. Du kannst es natürlich wie immer bei Reroute Nodes irgendwie sauber hinrutschen, aber ich denke, bei den zwei Verbindungen ist das jetzt erstmal halb so wild. So, und dann wechseln wir wieder auf den Level, gehen auf Play und testen das Ganze einfach mal aus. Und wenn ich jetzt hier in diese Area komme, dann dreht sich mein Player auch sozusagen um 90 Grad in die Pfeilrichtung und die Arrow-Richtung, die wir eingegeben haben bei unserem BP Switch 3D in die globale Variable und dann kann ich natürlich mich hier frei bewegen. So, wenn ich jetzt hier wieder rüberlaufe, bin ich wieder im 2D-Modus, also die Taste W und S funktioniert nicht mehr und hier wäre ich wieder drin, aber man muss natürlich aufpassen, ich kann jetzt hier natürlich auch nach unten fallen, ganz klar. Gut, an dieser Stelle werde ich jetzt versuchen, die Drehung ein bisschen smoother zu machen, das heißt, ich würde da gerne so eine Timeline mit reinbauen, dass sich der Player so in einer gewissen Zeit, so wie eine halbe Sekunde ungefähr, dann praktisch an diese neue Actor Rotation einfach mal anpasst. Und um diese Timeline installieren zu können, trenne ich mich mal von diesen zwei Verbindungen, also Alt-Taste gedrückt, linke Maustaste und ich schiebe das Ganze etwas nach hinten. So, dann möchte ich nicht, dass sich während meiner Timeline der Player bewegen kann. Das bedeutet, ich werde einfach mal beim Player Controller die Input-Funktion disablen. So, rechte Maustaste, Get Player Controller, den holen wir uns hier raus und dann sagen wir ganz einfach mal Disable Input. So, damit ist jegliche Aktionsmöglichkeit mit WASD und Sprung disabled. Hier gibt es nichts mehr und dann können wir anschließend, ich rutsche das Ganze noch ein bisschen rüber, können wir in eine Timeline rein. Dann ziehen wir hier raus, dann geben wir ein Timeline, eine sogenannte Timeline, die kommt immer ganz unten, da muss man immer runter scrollen bis zum allerletzten Eintrag, Add Timeline und diese Timeline kann man jetzt benennen, zum Beispiel, dass er sich dreht oder aber lasst es bei Timeline einfach Rotate. Ich nenne es einfach mal Rotate Player.
So, das wird meine Rotate Player Timeline, aber das ist ganz dir überlassen. Das ist nur eine Namensgebung, damit man weiß, was das Ganze tun soll. So, gut, an dieser Stelle klicken wir die Timeline mal doppelt und wir geben eine Länge mal von einer halben Sekunde. Ich denke, das ist ausreichend. Wir geben bei längs Punkt 5 ein. So, dann machen wir einen Track auf, Add New Flow Track, und jetzt können wir da oben einen Namen eingeben und ich sage einfach mal, das heißt jetzt mal Rotate Z. So, wir drehen uns ja sowieso nur um die Z-Achse, also nennen wir es Rotate Z, und wenn man sich da jetzt verschrieben hätte oder das jetzt versäumt hätte vom Enter, kann man hier nochmal ein Rename machen, rechte Maustaste Rename, und dann kann man nachträglich den Namen noch ändern. So, jetzt haben wir eine Timeline und jetzt brauchen wir an der Stelle 2 Keypoints und dann gehen wir hier einfach mal auf diese Linie, auf die Null, auf die Flatline und dann sagen wir Add Key, und zwar machen wir hier bei der Time 0 und 0 und damit Return können wir das Ganze bestätigen. So, dann haben wir die zweite Geschichte und die wird sein, unsere Längs ist ja 0,5, also hätte ich gerne an der Stelle 0,5, hätte ich gerne dann die 1 stehen. So, dann haben wir das so, und um das besser sehen zu können, klicken wir diese beiden Icons und damit ist das Ganze schon mal besser sichtbar. So, dieser eine Punkt ist selektiert. Mit Shift oder Select kann ich den zweiten noch selektieren, also aufpassen, beide selektiert. Rechte Maustaste auf irgendeinen von den beiden, dann auf Auto, dann gibt es so einen smoothen Übergang und den nehme ich eigentlich üblicherweise immer her. So, da haben wir hier unsere Timeline sozusagen fertig und dann wechseln wir wieder in den Event Graph und dann dementsprechend können wir an dieser Stelle natürlich weitermachen. Was wollen wir denn tun, wenn wir das Ganze rotieren? Wir wollen dann die Actor Rotation im Update bedienen. Das heißt, wir werden das Ganze hier einfach mal verknüpfen. So, dann haben wir das schon erledigt und natürlich auch die Control Rotation, die lasse ich einfach so mit switchen, aber ich glaube, das könnte man aber im Finish genauso machen, aber das spielt jetzt an der Stelle erstmal keine Rolle. So, wie können wir jetzt smooth rotieren? Das heißt, hier drüben wird ein Rotator erwartet und das machen wir einfach über einen sogenannten Lerp wieder. Wir machen einen Lerp Rotator, da ist er auch schon, den holen wir uns jetzt hier raus und der Rotate Z wird unser Alpha sein, wir hätten ihn auch Alpha nennen können. Und was wollen wir denn von wo nach wo? Wir wollen rotieren von der aktuellen Actor Rotation, das heißt, wir holen die uns über Get Actor Rotation, das sind wir, der Player selber mit seiner Rotation, das wird hier verknüpft. Und wo wollen wir hin? Wir wollen dahin, was der Pfeil uns hier übergibt, über unser BPI und über unser BP Switch 3D, und das ist das, wo wir hinwollen. Und natürlich drehen wir uns auf den Shortest Pass, sonst könnte es passieren, dass wir eine dreiviertelte Rolle machen und das sieht dann ein bisschen lustig aus an der Stelle. Also im Endeffekt hier die Arrow Rotation rein in B, in A kommt unsere aktuelle Actor Rotation, ist der Player selber. Hier drin haben wir einfach mal gesagt 0,5, von 0 bis 1 soll das Ganze im Alpha-Kanal durchgesteuert werden. Das heißt, es wechselt von A nach B, also praktisch im 0 bis 1 Bereich, bis es dann diesen B erreicht, also unseren sogenannte Arrow Rotation erreicht hat. Und das Ganze wird bei Update natürlich dann fließend übergehen. So, das Return dann praktisch in die New Rotation mit rein und dann, gut, bei der Control Rotation wäre es wahrscheinlich nicht so wichtig, aber schieben wir sie auch mit rein, dann haben wir sie an der Stelle schon mal los. So, da haben wir das soweit erledigt und dann würde ich hier an der Stelle mal das Movement 3D trennen, weil das wäre dann jedes Mal im Update mit dabei und das wäre dann sehr, sehr oft und das wollen wir an der Stelle nicht haben. So, dann müssen wir natürlich, wenn diese ganze Drehung dann erledigt ist, müssen wir praktisch gesehen, wir haben ja Disable Input, dann müssen wir auch wieder unablen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal Steuerung C auf dem Player Controller und das schiebe ein bisschen rüber, dann mache ich hier mal Steuerung V und hätte ich mir von oben auch nehmen können, okay, einverstanden, und dann ziehe ich hier raus und sage einfach mal Unable Input und das Ganze verknüpfe ich dann mit dem Movement 3D. Und das soll dann passieren, nachdem das Ganze hier durchgelaufen ist, also praktisch die komplette Geschichte von 0 auf 1. Und wenn das Ganze hier finished ist, dann gehe ich hier unten rein und dann dementsprechend wird das dann wieder unabled. Ich bin wieder beweglich und ich kann mich auch wieder besser bewegen. Und natürlich ist mein Movement 3D natürlich eingeschaltet von der Funktion, was ja auch sehr wichtig ist.
So, dann gehen wir zurück auf den Level. Wir klicken mal auf Play und schauen uns die ganze Sache mal an. Und wenn wir jetzt hier reinlaufen, dann drehen wir uns natürlich auch vor. Wir können reingehen und wir können auch wieder raus in den 2D-Modus. So, jetzt wenn wir hier schnell vorbeigehen, merkst du, wir drehen uns kurz und laufen weiter. Und das liegt natürlich an unserer Timeline. Die ist ja nur 0,5 Sekunden lang und das sind anscheinend 0,5 Sekunden mit Disable Input und Unable Input. Aber ich habe ja vor, dass ich hier noch ein kleines Widget einführe, wo sagt Press E for Interact, weil ich möchte, dass man auch vorbeilaufen kann, ohne dass sich der Player dreht und ohne dass man unbedingt da rein muss, weil vielleicht war man da ja schon drin. So, und um das Ganze zu realisieren, gehen wir jetzt mal wieder auf Escape und wechseln rüber in unseren BP Switch 3D. So, an dieser Stelle wird es etwas komplexer. Das bedeutet, ich möchte ja hier noch ein kleines UI-Widget einführen, das sagt Press E to Interact. Ich möchte, dass der Player auch vorbeilaufen kann, ohne dass er sich die 0,5 Sekunden Timeline Zeit nimmt, um sich hinzudrehen. Er soll sich selber entscheiden und natürlich, wenn das Overlap dann beendet ist, dann soll auch dieses Widget mit Press E to Interact wieder ausgeblendet werden. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir fangen einfach mal mit dem UI an, das ist sehr simpel. Wir gehen auf Level und dann wechseln wir auf Content und dann auf UI, dann hier rechte Maustaste, dann gehen wir runter auf User Interface und dann auf Widget Blueprint. So, dann wählen wir User Widget aus und das Ganze nennen wir einfach mal UI underscore und Interact. So, das wird unser UI Interact und per Doppelklick können wir das gleich öffnen. So, wir beginnen wie immer mit einem Canvas Panel, das wissen wir ja schon aus den Vorhergängermodellen und dann dementsprechend brauchen wir hier lediglich einen Text und den suchen wir uns hier oben raus und den klinken wir dann ebenfalls hier unten beim Canvas Panel ein. So, diesen Textblock, den nehme ich jetzt einfach mal mit, wenn ich darf. Ich ziehe den einfach mal mittig rein, bisschen rüber noch und der kriegt hier drüben unter Content, also aufklappen, falls es bei dir zu ist, einfach mal ein sogenanntes Press und dann mache ich Anführungszeichen I und dann einfach Press I to Interact, glaube ich heißt es nicht vor, to Interact. So, das ist mein Press I to Interact, Ausrufezeichen und damit wäre die Geschichte schon mal drin. So, dann brauche ich noch eine gewisse Schriftgröße. Ich mache die ein bisschen kleiner, weil ich möchte die einfach so in meinem BP 3D Blueprint in dem Switch integrieren. Das heißt, ich werde hier einfach mal eine Schriftgröße von 16 fahren. Size ist 16 und dann kann ich das Ganze noch ein bisschen kleiner machen. Aber wie gesagt, ich glaube, das interessiert hier überhaupt gar keinen. So, was wichtig wäre, der Anchor natürlich mittig an der Stelle. Dann haben wir das schon mal ausgerichtet und dann natürlich Position X und Y wieder auf 0 verschieben und dann sollte die Geschichte eigentlich fast schon ausgerichtet sein, was sie aber leider an der Stelle nicht ist. Und warum nicht? Frage an dich. Klar, das Alignment muss heißen 0.5 und 0.5, damit wir das Ganze schön sauber mittig zentriert haben. So, dann gehen wir mal auf Compile und wechseln einfach rüber in unseren Switch 3D. Dann gehen wir hier drüben erstmal oben auf Self und wir adden uns sozusagen jetzt einfach mal ein Widget. So, und dann kommt unser Widget hier rein, hier steht Widget und dementsprechend können wir hier drüben dann, das ist immer ein bisschen doof zu finden, wenn ich ehrlich bin, hier steht Widget Class, das ist immer sehr klein, wenn man es nicht auseinanderzieht und hier wollen wir unsere UI-Geschichte und zwar UI Interact. So, und die wollen wir nicht in der World haben, sondern wir wechseln hier von World auf Screen. Dann ist es immer im Vordergrund und immer gut lesbar, egal aus welcher Perspektive heraus. Das ist schon mal extrem wichtig. So, dann gehen wir mal auf Compile, also hier einfach mal bei der Widget-Klasse unser UI Interact zuordnen und dann hier von World auf Screen wechseln. Dann gehen wir rüber auf unseren Viewport. Unser Widget ist ja auf dem Zero Point ausgerichtet und ich tue es jetzt einfach mal ein bisschen höher. Man kann da jetzt aktuell nichts lesen, aber wir können schon mal testhalber auf Compile gehen und auf Level und dann auf Play. Und dann werden wir hier auch sehen, dass das Ganze immer sauber zu uns hergerichtet ist, also zum Player und alles andere läuft im Hintergrund. Da steht jetzt hier einfach mal Press E to Interact und zwar in der Schriftgröße 16, glaube ich, haben wir da gemacht. Ich schaue nochmal sicherheitshalber nach. Genau, wir haben die Size 16. So, jetzt möchte ich aber, jetzt wechsle ich auf BP Switch 3D, dass das natürlich nicht immer eingeblendet ist.
und deswegen werde ich dieses Widget von Anfang an einfach mal Visible False schalten. Und das mache ich Widget anklicken und dann auf Detail und dann gehen wir auf Visibility oder auf Visible und dann gibt es Rendering Visible und da schalten wir das Ganze auf False. So, und dann gehen wir mal auf Compile und dadurch ist es natürlich von Anfang an nicht mehr sichtbar. So, jetzt müssen wir die Geschichte hier hinten ein bisschen verändern, damit wir das Ganze praktisch einblenden und ausblenden können und zwar nach Bedarf, weil wir haben hier mehrere Problematiken. Hier sollten wir gefragt werden, ob wir hier rein wollen. Ja oder nein, aber wenn wir jetzt von hier kommen, dann sollten wir nämlich nicht gefragt werden, weil wir wechseln ja direkt in einen sogenannten 3D-Raum über. So, und dazu werden wir jetzt praktisch kleine Modifikationen vornehmen müssen. So, an dieser Stelle werde ich erstmal eine neue Variable, ein Bool einführen, ob wir eine Interaction überhaupt anbieten wollen, weil wie gesagt, wenn wir praktisch von 2D automatisch im 3D landen, müssen wir nicht gefragt werden, ob wir irgendwas pressen wollen. Und ich sehe gerade, ich habe sowieso noch einen Boolean hier rumliegen, der muss aus Versehen entstanden sein. Also ich ändere jetzt meinen, du kannst natürlich über Plus einen neuen anlegen. Ich brauche jetzt einfach einen Boolean und den nenne ich jetzt einfach mal Interaction und zwar Fragezeichen, ob das überhaupt gewollt ist. Und dann dementsprechend klicke ich hier einfach mal das Auge auf Public, dass man das vorne eben auch definieren kann und von Anfang an könnten wir jetzt einfach mal sagen Compile und wir sagen einfach Interaction ist von Anfang an mal True. So, jetzt müssen wir an dieser Stelle praktisch abfragen, ob Interaction gewollt ist oder nicht. Brauchen wir ein Widget? Ja, nein, weil wenn wir von 2D auf 3 direkt übergehen, dann ist eine Frage danach wirklich unnötig. Das heißt, nach dieser ganzen Actor Hashtag und das Object Implement Interface True ist, werden wir uns ganz simpel mal von dieser Geschichte hier trennen. Das heißt, ich markiere mir das mal alles und schiebe das einfach ein bisschen runter und ich werde hier auch diesen Actor sozusagen trennen, diesen Other Actor, der hier verknüpft war. So, dann fragen wir jetzt einfach mal ab, ist Interaction gewünscht? Wir sind ja defaultmäßig auf True und dann ziehen wir raus und machen einfach wieder einen Branch und dementsprechend spaltet sich das Ganze jetzt auf. So, wenn wir jetzt auf True sind, dann wollen wir, dass unser Widget sozusagen eingeblendet wird. Und das erreichen wir dadurch, indem wir das Widget herausziehen und dann sagen wir einfach mal Set Visibility. Genau, und da gibt es hier ein unter Rendering Set Visibility. Bei True können wir das Ganze verknüpfen und dann geben wir hier New Visibility auf True und damit wäre unser Widget auch schon eingeblendet. So, jetzt schiebe ich das Ganze hier noch ein bisschen nach oben und dementsprechend blendet sich das Widget ein. Soweit, so gut. So, dann gehen wir mal auf Compile und dementsprechend auf unseren Level und wenn ich das Ganze mir jetzt nochmal anschaue, da von der Seite, wir haben ja das Ganze hier, ich selektiere es mal an, dann haben wir hier unten unter Default Interaction ist automatisch ja True. Das würde ja bedeuten, dass das Ganze eingeblendet werden soll. So, dann gehe ich mal auf Play und wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann kommt hier Press E to Interact. Das war's aber, das bleibt für immer hier so stehen, weil wir das Ganze ja nicht wieder abschalten. So, und das Abschalten, das erledigen wir wieder im BP Switch 3D und dazu werden wir an dieser Stelle, ich schiebe das Ganze hier noch ein bisschen weg, das ist unsere Interface-Geschichte und dazu benötigen wir ein sogenanntes End Overlap und zwar von unserer Collision Box. So, rechte Maustaste, Add Event, On Component, End Overlap und jetzt werden wir das Ganze wieder etwas unsichtbarer schalten. So, jetzt kommt das übliche, Other Actor ist natürlich wieder mit Hashtag zu bedienen, Hashtag und zwar Actor Hashtag und wir sind natürlich wieder vom Tag Player abhängig. So, dann wissen wir, dass unser Player ist, das Interface interessiert in dem Moment niemand und wir benötigen an der Stelle einfach wieder einen Branch. So, dann nehmen wir hier einen Branch und dann können wir das Ganze hier schon mal sauber verknüpfen. So, wenn wir jetzt praktisch das End Overlap erreichen, dann wollen wir, dass das Widget ja wieder deaktiviert wird und das machen wir einfach über Widget, das ziehen wir wieder raus und dann wieder über das gleiche Set Visibility, das haben wir hier wie üblich unter Rendering, genauso wie hier oben und dann wird das Ganze praktisch
auf False gesetzt. Das heißt, wir machen hier kein Häkchen rein. Hier oben haben wir es ja mit True selektiert. So, und dann können wir das Ganze gleich wieder ausprobieren. Und in dem Moment, wo wir jetzt loslaufen, dann, wenn wir da drüber kommen, dann Press I to Interact. Und wenn wir weiterlaufen, dann geht das Ganze wieder weg. So, jetzt können wir auch schon durchlaufen. Wir drehen uns auch gar nicht mehr rein. Ist ja logisch, weil wir unser Interface ja auch nicht benutzen, sondern aktuell nur das Begin Overlap und End Overlap. So, und jetzt müssen wir praktisch diese E-Taste aktivieren. Und da gibt es ein kleines Problem, weil wir werden ja öfter diesen BP Switch 3D verwenden und dann würden alle BP Switch 3D würden auf die E-Taste reagieren und der eine hat halt einen Overlap, der andere hat keinen und keiner kennt sich mehr aus und keiner weiß mehr, wer gemeint ist. Und deswegen müssen wir da ganz vorsichtig mit den Input-Geschichten innerhalb des Blueprints arbeiten. Und jetzt wechseln wir wieder auf unser BP Switch 3D. Und jetzt führen wir einfach mal unsere E-Taste, die wir erpressen müssen vor Interaction, einfach mal ein, indem wir hier unten einfach mal eingeben Keyboard und ich suche es mir einfach per Scroll-Taste raus. Ich nehme einfach mal E und wenn E gepresst ist, dann, was haben wir denn gesagt? Wir haben ja hier oben die Geschichte eingebaut und zwar mit Interaction, dass wir ja defaultmäßig, es ist ja Public, auf True gesetzt haben, dass das Ganze eingeblendet wird vom Widget. Und wenn es eingeblendet wird, dann sollten wir auch die Möglichkeit haben, dass wir die Taste drücken. Und deswegen brauchen wir an der Stelle natürlich auch wieder einen Branch. Und dieser Branch fragt einfach ganz simpel ab, ist denn das ganze Interaction überhaupt gewünscht? Ja, nein. Wenn es nicht eingeblendet ist, brauchen wir auch nichts drücken dürfen und damit ist die Sache hier schon mal geklärt. Gut, dann wenn wir es drücken, dann wollen wir natürlich auch wieder das Widget ausschalten. Das können wir uns von On-Component End Overlap Box praktisch gleich mal rauskopieren, wo das New Visibility of False ist. Das heißt, das machen wir einfach mal mit Steuerung D und dann schieben wir uns das Ganze da runter, weil ich bin jetzt auch wieder zu faul, das nochmal neu hinzuschreiben und dann setzen wir das Ganze auf False. So, und jetzt haben wir die E-Taste gedrückt und jetzt benötigen wir natürlich an der Stelle auch diese Interaction. Und die haben wir uns ja jetzt mal zaghaft auf die Seite gelegt. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir uns da einfach ein Custom-Event draus machen, weil wenn die Interaction hier nicht mit Einblendung verbunden ist, sondern auf False, wenn wir von einem 2,5D in einen 3D-Raum laufen, dann soll es ja gleich automatisch passieren. Das heißt, wir brauchen diese Geschichten mehrmals und deswegen lagern wir das Ganze in einem Custom-Event aus. Also machen wir einfach mal rechte Maustaste und dann geben wir ein Custom Event, Add Custom Event und den Custom Event nennen wir einfach mal Interact. So, das wäre unser Custom Event Interact. Und jetzt haben wir natürlich die Problematik, gut, wir verknüpfen das Ganze, wir haben kein Target, weil normalerweise ist ja unser Target hier sozusagen der Other Actor. Und an dieser Stelle würde ich gerne eine Variable einführen, die eben Other Actor darstellt. Das heißt, ich mache hier rechte Maustaste und dann Promote to Variable und die verknüpfen wir hier praktisch mit der ganzen anderen Geschichte. So, dann haben wir hier schon mal eine Other Actor Variable, das heißt die anderen beiden Geschichten hier mit das Object Implement Interface können wir trennen und Actor has Tag trennen wir auch und dann können wir das Ganze auch ein bisschen rüberziehen, ein bisschen aufräumen und dann können wir genauso gut aus dieser Variable natürlich hier in diese fehlenden Pins hinein. So, jetzt haben wir das Ganze wieder genauso wie es war, nur dass wir den Other Actor zwischengespeichert haben, eben in einer Variable und die benötigen wir natürlich hier bei unserem Custom Event Interact und da ziehen wir uns unten links den Other Actor einfach ins Target und dann ist alles wieder so, wie es sein soll. So, jetzt haben wir hier die Geschichte, dass wir hier ein Interact mit reingebaut haben. Das heißt, ich schiebe mir das Ganze auch mal nach unten noch, weil wir diese Sachen zweimal verwenden. Weil wenn wir die E-Taste drücken, dann wollen wir natürlich das Ganze auch auslösen. So, und wie machen wir das? Indem wir einfach unseren Custom Event Interact einfach mal aufrufen. Das heißt, die E-Taste wird gedrückt, es wird gefragt, ist das überhaupt gewünscht, wird das ganze Widget eingeblendet, ja, ist das alles so und dann einfach ziehen wir raus und Interact. So, dann haben wir das an der Stelle schon mal drin und dann können wir hier mal auf Compile und Save gehen.
So, das gleiche werden wir hier oben machen. Wir haben ja hier praktisch diese Verzweigung hier beim Begin Overlap. Da haben wir hier die Verzweigung drin. Ist Interaction überhaupt gewünscht? Das ist ja Default auf True, wie gesagt. Aber wenn wir das jetzt explizit False setzen, dann brauchen wir auch kein Widget, das visible geschalten wird, sondern wir laufen ja direkt vom 2.5D-Raum in einen 3D-Raum. Und da wollen wir natürlich dann das Interface sofort auslösen. So, dann können wir hier praktisch auch wieder auf Interact gehen. So, wenn wir das Ganze jetzt starten, da kommt die Masterfrage, wenn wir jetzt da drüber gehen und dann Press I to Interact und wir pressen und pressen und pressen und nichts passiert. Das taucht sehr oft bei Google auf im Web. Das ist eigentlich ganz einfach, weil ein Blueprint eben von Anfang an den Input disabled hat. Und wenn wir jetzt auf unseren BP Switch 3D gehen und wir gehen hier drüben mal auf Self und suchen hier einfach mal nach Input, dann werden wir sehen, Auto Receive Input Disabled, und dann gehen wir hier auf Player 0, das sind wir haben ja kein Multiplayer Game und dementsprechend können wir auch diese Taste auslösen. So, jetzt gehen wir einfach mal auf Play, laufen wieder an die richtige Position und jetzt pressen wir mal die Taste E und jetzt sehen wir drehen uns rein in die 0,5 Timeline Sekunden und dann können wir uns hier wieder frei bewegen. So, hier geht es wieder zurück, aber wir haben jetzt auch gesehen, dass in dem Moment eben auch wieder dieses Press I to Interact eingeblendet wird und das wollen wir eigentlich an dieser Stelle gar nicht, weil wir sind ja eigentlich schon im 3D-Raum und wir brauchen da eigentlich gar nichts mehr interacten, um da reinzukommen. So, und das können wir natürlich auch noch lösen. Wir gehen auf unseren BP Switch 3D und die Idee dahinter ist, wenn wir uns im 3D-Raum befinden, dann brauchen wir auch kein Press E to Enter It. Und diesmal muss ich von meiner Linie weggehen, weil ich benötige an der Stelle einen Cast, weil ich vom Third-Person-Character unbedingt die Variable 3D True or False benötige. Das bedeutet, im Switch 3D werden wir ein Event Begin Play einfach mal starten mit Event Begin Play. Und dann dementsprechend werden wir auch einen Cast machen müssen, notgedrungen. Das heißt Cast, das ist wirklich nicht so schlimm, aber ich versuche es zu vermeiden, wo ich kann. Cast to Third Person Character, weil es ist ein Hardcasting, das heißt, da ist die ganze Klasse auch mit drin. Das ist nicht wirklich immer wunderschön an der Stelle, aber es muss in dem Fall sein, weil wir die Variable einfach abfragen müssen. Und dann ziehen wir hier raus und sagen einfach get Player Character. So, dann haben wir das ganze Object auch schon definiert und hier wie üblich dann Assert Person Character, einfach rechte Maustaste, Promote to Variable und dementsprechend können wir unten einfach mal eingeben, wie üblich Player Ref. So, das ist unsere Player Reference und dann können wir das Event Begin Overlap können wir sozusagen dann einmal deaktivieren. Wenn an dieser Stelle schon der 3D-Modus aktiviert ist, dann brauchen wir das auch überhaupt gar nicht mehr, weil wir sind ja drin und wir warten drauf, bis wir wieder in unserem BP Switch 2D sozusagen overlappen und da reinlaufen und das Ganze umgeschalten wird. Und dazu ziehen wir hier einfach mal raus mit einer Branch. Das können wir ganz simpel einfach hier so integrieren. Da haben wir hier eine Branch und jetzt benötigen wir von unserem Player Ref sozusagen, den getten wir hier uns ganz einfach und sagen einfach mal get 3D ist unsere Variable und wenn die sozusagen not ist, dann darf das Ganze sein, also wenn es noch nicht stattgefunden hat, also not bool wie üblich und dann ist das Ganze hier als true abgeriegelt und wenn es noch kein 3D-Raum ist, wir kommen aus dem 2D, dann darf das Ganze einfach durchlaufen. So, dann haben wir hier so einen kleinen Cast mit so einer kleinen Abfrage mit integriert und wenn wir jetzt das Ganze, ich gehe ab und zu mal auf Save All und dann gehen wir auf Play und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir Press I to Interact, falls wir Lust drauf haben. Also okay, ich habe mal Lust und jetzt gehe ich hier rein, jetzt komme ich hier raus, jetzt habe ich hier ein Overlap, aber ich kriege das Press I nicht mehr. So, Vorsicht, man kann runterfallen, aber jetzt natürlich hier drüben gehen wir durch unseren BP Switch 2D und dementsprechend können wir das Ganze sauber verlassen.
Jetzt werden wir unseren Level ein wenig modifizieren, das heißt, wir werden unsere BP-Switch 2D und 3D mal so einsetzen, dass sie an verschiedenen Stellen dann auch agieren können, und dann wird das Ganze auch beweisen, dass diese Press-E-to-Interact-Geschichte wirklich kollabiert an der Stelle, weil eben alle 3D-Geschichten gleichzeitig versuchen, diese E-Taste abzufragen. So, aber soweit sind wir noch nicht. Wir werden erstmal diesen Switch 2D hier mal selektieren und dann werde ich ihn an der X-Achse packen mit der Alt-Taste und kopiere ihn einfach mal so rüber. So, jetzt habe ich hier Rot auf Rot, das ist ziemlich widerlich. Das bedeutet, ich gehe mal auf den BP-Switch 2D, dann gehe ich auf den Error und dann sage ich hier drüben unter Details einfach Error Color und ich gebe ihm einfach mal so eine Gelb, damit ich da überhaupt ein bisschen mehr Verständnis habe, wer was ist. So, wenn ich näher ranfahre, dann sehe ich, er geht aktuell von rechts nach links und das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, wir selektieren die Kopie an, aktuell, und geben hier drüben unter Details Error Rotation 180 ein, damit das Ganze, man sieht es jetzt gelb, dass der Ausgang ist. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Das wäre jetzt der Ausgang an dieser Stelle und das ist wunderbar, weil das können wir hier drüben auch nutzen, weil hier haben wir ja die 1100, also ich zumindest auf der anderen parallelen Ebene, und dann werde ich diese Geschichte hier einfach mal bei der Y-Achse packen mit der Alt-Taste und schiebe die einfach mal so einigermaßen in die richtige Position und dann kann ich das Ganze soweit schon mal nach vorne rutschen. So, dann bin ich jetzt da an der Stelle und der Ausgang aus der 3D-Welt, der wäre sozusagen auch in diese Richtung. Das heißt, ich kann das bei 180 Error Rotation belassen. So, sehr gut. Jetzt können wir uns natürlich noch eine 3D-Komponente kopieren. Die haben wir hier rumliegen und die werden wir uns auch kopieren. Ich nehme einfach ebenfalls den Y-Pfeil, die Alt-Taste und schiebe das Ganze einfach mal nach vorne und dann werden wir das versuchen, das Ganze mal zu positionieren. So, jetzt habe ich das da. Man muss sich jetzt vorstellen, dass die Geschichte hier dementsprechend ja aus der 2D-Welt kommt. Das heißt, es kommt mir eigentlich gar nicht mehr aus. Es muss in mich reinlaufen, sonst klappt es eigentlich gar nicht. Jetzt geht es nur darum, wie soll unser Player ausgerichtet werden, und das macht ja wieder unser sogenannter Error-Pfeil. Und den müssten wir jetzt rotieren, so wie es aussieht, um minus 90 Grad. Das heißt, wir selektieren diese Geschichte hier an, dieses BP Switch 3D, und geben hier drüben in der Error Rotation minus 90. Es steht ja schon auf 90. Das wäre dann sozusagen die 0. Gut, dann gehen wir hier praktisch wieder so rein und an dieser Stelle möchte ich aber auch keine Interaction. Das heißt, die Interaction werde ich jetzt einfach mal deselektieren. Das heißt, wir machen hier ein False rein, weil wenn ich von der 2D-Welt in die 3D-Welt gehe, wie gesagt, will ich nicht gefragt werden. So, dann können wir das Ganze einfach mal speichern und auch ausprobieren, indem wir auf Play gehen und dann laufen wir einfach mal so vorbei, so ganz salopp, und dann schauen wir mal Press E to Interaction, genau, dann machen wir das. Dann drücken wir hier die Taste E und jetzt merken wir plötzlich, es funktioniert nicht. So, warum geht es nicht? Weil wir haben nämlich beide da. So, und das ist die Geschichte dahinter. Und wenn wir jetzt wechseln auf unseren BP Switch 3D, dann könnten wir einfach mal schauen, was denn eigentlich los ist an der Stelle. Wir haben jetzt hier praktisch Interaction ja oder nein. Bei einem ist es ja, beim anderen ist es nein. Und deswegen werden wir jetzt einfach da keine richtige Interaction kriegen, weil beide versuchen gleichzeitig auf diesen Event zu reagieren. Und dazu müssen wir jetzt den Input wieder deaktivieren. Das heißt, wir gehen oben links auf unseren BP Switch 3D Self in die Details drüben auf Input und dementsprechend, ich mag es auch ein bisschen größer, gehen wir wieder vom Player 0 auf Disabled. Also wenn ein Blueprint einen Key-Event ausführen soll oder ein Maus oder ein irgendwas, ein Controller-Event, dann musst du explizit auch Auto-Receive-Input natürlich auf diesen Player einstellen. Aber wir werden jetzt einfach versuchen, dass nur das Blueprint, was den Overlap hat, dann auch diesen Auto-Receive-Input auch aktiviert. So, jetzt sind wir hier einfach mal auf Disabled und dann gehen wir auf Compile. Und dann hätte ich gern an der Stelle, jetzt gehe ich mal rüber, wir haben ja hier die Begin-Overlap-Geschichte, dann haben wir die Interaction ist gefragt, wir blenden unser sogenanntes UI ein und dann sollten wir an der Stelle einfach mal noch eine Variable einführen und das tun wir hier unten bei Variable auf Plus und die nennen wir einfach mal ganz simpel Activate Input, also ich nenne sie einfach mal Activate und dann Input
Activate Input und dann Fragezeichen. So, das wird meine Activate Input, damit ich unten Bescheid sagen kann, die hole ich mir mit Z rein bei meinem Key Event Press, damit das Ganze dann auch stattfinden kann. Und dann sage ich, das ist True und könnte ich auch danach sagen, aber im Endeffekt werde ich jetzt einfach den ganzen Player Controller eben enablen und wieder zuweisen auf meinen Player 0. Und das mache ich einfach, indem ich sage Enable Input. Genau, hier kommt es auch unter Input und mein Player Controller, das sind wir selber, das holen wir über Get Player Controller und zwar Index 0, weil wir haben ja kein Multiplayer-Game. So, jetzt haben wir diesen Blueprint explizit unserem Player-Controller kurzfristig zugewiesen und wir haben eine Boolean-Variable eingeführt, die wo sagt Activate Input. So, an dieser Stelle können wir die ganze Geschichte dann nach unten fahren. Das heißt, wir sind ja dann hier bei unserem Press E-Key und dann würde ich sagen, die Interaction muss sowieso eingeschaltet sein, sonst haben wir ja kein Widget, was wir einblenden und wir haben natürlich auch kein Press E-Key. So, und dann können wir hier sagen Activate Input, die ziehen wir auch noch raus mit Get und dann verbinden wir die beiden mit einem Endbool. Und Endbool, das heißt beide müssen gleich sein, also in dem Fall beide True und dann geht das Ganze hier rein und dann kann das Ganze hier auch verwirklicht werden. So, dann haben wir hier sozusagen die Geschichte mit dem ganzen Set Visibility und Interact an der Stelle und dann würde ich sagen, nach der Set Visibility, da ziehen wir unseren Interact BPI, unser Interface Aufruf, unseren Call Function, suchen wir uns ein bisschen den Platz nach rechts und dann geben wir hier einfach noch rein, dass wir das wieder freigeben mit Set Activate. Ich gehe gleich nach unten, dann finde ich sie bestimmt. Set Activate Input und dann wird die ganze Geschichte wieder auf False gesetzt. So, jetzt sind wir fast fertig mit dem etwas komplizierteren Abschnitt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch bei OnComponentEndOverlap natürlich Ähnliches tun. Wir müssen dem Ganzen einfach mitteilen, dass diese Activate Input wieder auf False gesetzt wird, weil wir sie ja bei Beginn Overlap, wenn alles True ist, einfach sozusagen hier nach dem ganzen Einblenden ja auch activated wird mit Activate Input auf True und dann haben wir auch die Enable Input über unseren Player Controller. So, und deswegen gehen wir einfach mal auf die End Overlap und hier haben wir die Geschichte, dass wir unser Widget ausblenden und das schieben wir einfach ein bisschen nach rechts rüber. Und da setzen wir jetzt wieder diese Activate Input Sache rein mit Set und zwar werden wir das Ganze einfach auf False setzen. So, und dann müssen wir den Input, den wir hier oben sozusagen aktiviert haben, einfach mal disablen und da brauchen wir auch keinen Player Controller dazu. Da sagen wir einfach mal disable Input und die ganze Geschichte wird dann auch sauber funktionieren. So, ich rutsche das einfach mal ein bisschen hin, damit das Ganze auch so klappt und dann können wir das Ganze so mal compilen und saven. Gut, also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier eine neue Variable eingeführt, die da unten gleichzeitig abfragt, ist das Interaction, weil das könnte ja bei anderen Blueprints auch sein, gleichzeitig noch mit der Activate Input verbunden, damit das Ganze true ist, damit wir dann einfach unser Widget auch dementsprechend dann nach der E-Taste wieder ausblenden, dann sagen wir die Activate Input Variable Boolean ist false und dann gehen wir rüber auf unser Interact, auf unser BPI. Genau, und hier oben haben wir die ganze Geschichte einfach auf True gesetzt und falls wir jetzt nicht Lust haben, E zu drücken, dann haben wir das sozusagen beim End Overlap ebenfalls deaktiviert über diese beiden Funktionalitäten. So, und wenn wir das Ganze jetzt kompilieren und dann auf den Level gehen und starten, dann werden wir sehen, dass das Ganze auch sauber funktioniert. So, jetzt haben wir Press E to Interact, das können wir können hier rein und wir können hier auch wieder raus. So, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe hier beim Ausgang nicht meine 1100 eingesetzt. So, ich klicke hier nochmal drauf. Ich habe hier drüben bei diesem neuen parallelen Laufliniengeschichte eine 1100 stehen und die muss ich natürlich dann hier bei diesem 2D Blueprint auch eintragen und zwar an der Stelle, wo steht New Location Y500 und die ist natürlich 1100. So, und dann gehen wir auf Enter und jetzt probieren wir das Ganze nochmal durch, so viel Zeit muss sein
und jetzt kommt hier Press I. Wenn ich nicht will, laufe ich einfach weiter. Wenn ich jetzt E drücke, passiert auch nichts, ganz klar. Und jetzt drücken wir die Taste E. Jetzt ist nur dieses Blueprint kurz aktiviert geworden und dementsprechend können wir dann hier wieder rauslaufen. So, und wenn ich jetzt hier reingehe, dann bin ich automatisch wieder im 3D-Modus und genau so soll es sein. Und jetzt laufen wir hier drüben mal raus, weil das haben wir ja auch schon rüber kopiert und das funktioniert natürlich genauso. So, der letzte Test, einmal rein, einmal raus und dann dementsprechend wieder im 2D-Modus, wo man kein W und kein S mehr drücken kann. So, jetzt werden wir den Level noch ein klein wenig erweitert und da sind wir auch schon fast fertig mit dem schwierigen Abschnitt und ich hoffe, du bist bis jetzt einigermaßen gut mitgekommen, weil es ist wirklich keine einfache Sache mit diesen Input-Sachen, weil bis man endlich mal versteht, warum eigentlich geht beim Keypress nicht, weil natürlich bei 2 Blueprints gleichzeitig drauf warten und das darf natürlich an der Stelle nicht sein. So, nachdem wir jetzt alles etwas ausprogrammiert und erweitert haben, werden wir noch ein wenig am Level rumschrauben. Das bedeutet, ich werde mir einfach mal diesen Abschnitt nehmen und dann zugleich auch den Übergang dazu. Der ist praktisch hier dazwischen, den werde ich mir auch mit selektieren und dann werde ich das Ganze einfach mal mit der Alt-Taste und meiner Maus einfach mal duplizieren, das heißt, ich fahre jetzt ein bisschen weiter rüber, ich drehe das Ganze einfach mal Space-Taste gedrückt um 180 Grad und dementsprechend versuche ich es irgendwie da vorne mal wieder einzuklinken. So, dann werde ich mich mal richtig ausrotieren und dann schaue ich mal nach, wie ich da snappe, damit das Ganze auch gut angepasst ist und dann können wir das Ganze natürlich wieder an Supergrid ein bisschen ausrichten. Das bedeutet irgendwie so, dass das Ganze praktisch von den Karos mit den 1 Meter übergeht. Und so wie es aussieht, habe ich hier wieder ein kleines Problem mit meinem 0,5 und das kann man auch noch schnell korrigieren. So, was machen wir jetzt? Jetzt benötigen wir wieder einen Ein- und Ausgang. Das ist eigentlich sehr einfach. Wir haben hier Laufrichtung links und rechts. Das wären genau diese beiden Positionen. Die können wir uns auch beide selektieren mit der Shift-Taste noch gedrückt und dann die Alt-Taste. Und dann kopieren wir uns die einfach mal hier so hin und dann schauen wir nach, ob die einigermaßen gut positioniert sind. Okay, man könnte sagen, das eine können wir vielleicht noch ein bisschen rüberschieben, aber das zeigt sich dann natürlich während des Games selber, während dem Play und dem Ausprobieren und dem Debuggen. Und dann benötigen wir an der Stelle natürlich auch noch unser 3D-Blueprint und das kopieren wir uns auch rüber mit der Alt-Taste. Das stellen wir einfach mal hier hin, weil wir kommen ja aus der 500er Y-Achse nicht raus. Das heißt, hier laufen wir auf jeden Fall mal rein und das Einzige, was wir jetzt hier zu tun haben, ist, dass wir den Pfeil sozusagen umstellen, weil der zeigt aktuell ja in diese Richtung nach vorne. So, dann haben wir hier den Arrow Rotation, der ist 90 und dann werden wir hier wahrscheinlich mit minus 90 arbeiten müssen und dann dreht sich unser Pfeil um. Und wenn du natürlich auch magst, dass er eine andere Farbe hat, dann einfach auf unser BP Switch 3D auf den Error und dann gibst du ihm einfach auch mal so ein Gelb dazu, damit du auch Bescheid weißt, dass das die sogenannte Eintrittsrichtung ist. So, und dann können wir hier mal auf Play gehen und dann testen wir das Ganze mal durch. Also hier haben wir Press E to Interact, das heißt, wir können hier rein. Wir können hier auch wieder raus. Wir haben immer so ein kleines Warten dazwischen. Das ist nicht wirklich viel, aber man muss dann schon wissen, dass man dann wieder die Tasten A und D drücken muss. Und hier haben wir jetzt auch ein Press E to Interact. Und jetzt sieht man schon, jetzt wird es lustig, weil jetzt laufen wir natürlich in diese Geschichte rein. So, wenn wir jetzt so rückwärts rauslaufen, das ist natürlich dann extrem kompliziert, weil da müssen wir uns auch überlegen, wo ist links und wo ist rechts, weil wir sind dann praktisch eventuell ein wenig verwirrt. So, ich gehe hier einfach nochmal rein mit E to Interact, das heißt praktisch, ich kann hier rein, ich kann mich drehen, frei bewegen, wir können alles hinbauen von Cave bis was weiß ich, was uns einfällt und dementsprechend wechseln wir hier, wenn wir lustig sind dazu, einfach auf die dreidimensionale Geschichte, wobei man auch natürlich einen 3D-Plattformer jetzt mit aufbauen kann. So, gut, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer, doch, es war schwer und dann würde ich sagen, ich hoffe trotzdem, dass es dir Spaß gemacht hat und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich gern freuen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal.
Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.